Stell dir vor, du willst Geld auf Amazon verdienen, aber dein größtes Problem ist nicht das Verkaufen. Dein größtes Problem ist, was kaufst du überhaupt ein? Denn du kannst nicht irgendein Produkt kaufen und hoffen, dass es auf Amazon teuer verkauft wird. Du musst ein Produkt finden, das irgendwo günstiger ist, auf Amazon genug Nachfrage hat und nach all den Gebühren noch genug Gewinn übrig lässt. Früher habe ich dazu Produkt für Produkt per Hand gesucht. Das funktioniert, aber das ist brutal langsam. Heute teste ich einen anderen Weg. Ich nehme eine riesige Liste mit den besten Amazon Reselling Produkten und lass mir die größten Deals darin anzeigen. Prüfe live, ob daraus echte Einkäufe entstehen. Und am Ende möchte ich einfach wissen, finden wir nur schöne Zahlen in der Tabelle oder echte Deals, die ich kaufen und zu Amazon schicken würde. Damit wir zuerst verstehen, wie es überhaupt funktioniert, zeige ich dir mal, wie ich hier per Hand Deals suche. Da gehe ich auf Idealo, die Preissuchmaschine, klicke hier auf Deals und da sieht man automatisch Produkte mit großen Rabatten. Diese Philips Sonicare Zahnbürste gibt es für 99,90 € auf eBay. Wenn wir sie jetzt für weniger einkaufen können, als sie bei Amazon kostet, haben wir einen echten Preisunterschied. Hier ist das gleiche Produkt auf der Amazon-Seite. Wir haben einen Preisunterschied und wie hoch der genau ist, sagt uns ein kleines Tool. Die wichtigsten Infos sind 10 Verkäufe im Monat. 8 € Profit, das sind nur 8%, das ist ein bisschen wenig. Und hier sehen wir auch noch die Konkurrenz. Welche anderen Händler haben ebenfalls ein Angebot für dieses Produkt bei Amazon und zu welchem Preis? 8% Profit wäre mir viel zu wenig, deswegen hätte ich an dieser Stelle schon abgebrochen und werde zurück auf Idealo, das nächste Produkt überprüfen und so lange, bis ich so einen guten Deal finde, dass ich kaufe. Du siehst, das ist jetzt ein bisschen Handarbeit. Das ändert sich jetzt, denn ab hier benutzen wir Edge, die große Einkaufsdatenbank und die zeigt mir nicht irgendwelche Produkte, die zeigt mir gerade hier 2200 fertige Einkaufsgelegenheiten, also Deals für mich bereit zum Überprüfen. Edge nutzt eine Riesenliste von über 30.000 beliebten Reselling-Produkten, die individuell für mich gewählt wurden und zeigt mir daraus die aktuell besten Deals, für die ich auf Idealo ein deutlich günstigeres Angebot als auf Amazon finde. Preise ändern sich teilweise mehrmals die Stunde. Wenn ich nachher wiederkomme, habe ich hier schon neue Deals. Wenn ich morgen wiederkomme, habe ich hier praktisch eine komplett neue Liste. Wir haben hier auch nur ein paar Filter drin. Davon kann ich noch viel mehr sitzen, zum Beispiel nur in einer bestimmten Kategorie suchen. Oder alles direkt nach dem größten Gewinn sortieren. Genau das ist das Geheimnis von fortgeschrittenen Händlern, die über 10.000, über 100.000 € im Monat für Reselling-Ware ausgeben. Diese Liste gehe ich jetzt durch nach Profit, nach Absatz, nach Konkurrenz, denn auch hier gibt es wieder bessere oder schlechtere Einkaufsmöglichkeiten. Diesen USB-Stick habe ich gefunden von Huawei. Damit holt man sich Internet auf den Laptop und wir sehen hier auf Idealo die günstigsten Anbieter und klicken direkt prüfen. Gibt es den Deal wirklich im Shop? Tatsächlich 38 € der Einkaufspreis. Haben wir einen Preisunterschied zu Amazon? Ja, dort ist der Verkaufspreis über 65 €. Mein kleiner Profitrechner Seller AMP sagt mir, das sind 15,85 € Profit bei jedem Verkauf und das sind dann alle Gebühren bereits abgezogen. Das ist meine Auszahlung und die entspricht 41% ROI auf unseren Einkaufswert. Wir bekommen auch 84 Verkäufe im Monat werden geschätzt und da es nur eine Variante auf der Produktseite gibt, ziemlich vielversprechend. Etwas weiter unten sehen wir auch, welche Händler das verkaufen. Die haben auch nicht wahnsinnig viel Einheiten. Das war jetzt kein riesen Jackpot, aber ein einfacher, prüfbarer Deal, der dir auch Geld macht. Der nächste Deal wird richtig spannend. Das ist diese Lexa-Festplatte, deswegen fangen wir auch schon bei Amazon an. 246,50 € ist der Einkaufspreis. Den finden wir genauso auf Idealo, da ist Amazon am Ende der Liste. Der günstigste Online-Shop bietet es für 136,99 € an. Aber wenn wir noch darüber gucken, sehen wir Amazon nochmal in der Liste für 128. Wie kann das sein? Also erstmal der Online-Shop. Ja, hier können wir es ganz regulär bestellen. Hier ist es bei Amazon und da siehst du direkt, es gibt nur 2 Bewertungen. Hier waren es über 2000. Das ist die echte Produktseite vom Hersteller. Die hier hat irgendwer angelegt und dort hat ein Händler das Angebot von 128 €, der 2 Stück davon. Die bestellen wir uns natürlich sofort nach Hause. Dann bestellen wir uns noch mehr von dem Shop.
Dann schicken wir alles ein zu Amazon. Hier gibt es 220 Verkäufe über die ganze Produktseite im Monat. Wir machen 79 € echten Profit pro Verkauf und das sind 21% ROI. Die Verkäufe beziehen sich hier aber auf alle Varianten. Von hier aus würde ich noch im Detail nachschauen, wie viel Verkäufe macht wirklich dieses Modell. Aber es ist ein sehr geiles Beispiel. Wenn du täglich nach Produkten suchst, findest du auch solche verrückten Sachen, wo du Amazon die eigene Ware abkaufst, um sie wieder zum angemessenen Preis über Amazon zu verkaufen. 2 Deals schauen wir uns noch an. Und ich will hier mal einen zeigen, der gut aussieht auf den ersten Blick, aber den ich nicht kaufen würde. Also solche findest du auch. Und das ist dieser Zwilling-Toaster. Der kostet 39,99 € bei XXL Lutz. Das hier ist eine Browser-Erweiterung im Google Chrome, das heißt Schub. Link unterm Video. Da bekommst du bei vielen, vielen großen Shops nochmal Discount. 3% sind es hier. Das bedeutet für uns 8 € Profit pro Sale, 20% ROI, also das geht gerade noch so. Ich sehe hier aber auch nur geschätzt 17 Verkäufe im Monat. Und was mir gar nicht gefällt, Amazon selber hat das Einkaufswagenfeld, ansonsten gibt es nur Selbstversender, also kein anderer Händler benutzt das Amazon-Lager, das ist gleich für mich ein No-Go. Deswegen verstehe so ein Tool, dass du wahnsinnig viele Einkaufsgelegenheiten siehst, du musst aber immer noch prüfen und die besten selber auswählen. Du sparst einfach Stunden Handarbeit am Tag, darum geht's. Finden wir noch ein letztes Produkt, aber hier machen wir alles anders. Wir benutzen ein Feature, das ist komplett neu, das kennen die meisten noch nicht. Hier oben über den Button hinzufügen gibst du eigentlich neue Seller zu, die du beobachten willst. Darunter haben wir aber Deals exportieren. Damit bekomme ich jetzt eine riesige Tabelle mit über 1600 Deals. Die lesen wir uns aber nicht durch, keine Panik. Dafür benutzen wir den KI-Agent unserer Wahl, zum Beispiel Claude, ChatGPT Codex. Der bekommt jetzt diesen Prompt und noch was ganz Wichtiges. Laden wir unsere Tabelle hoch. Die KI soll mir aus den 1600 Ideen die 10 besten Deals raussuchen. Dieses kleine Belkin-Netzteil war dabei, kann ich für 15,10 € bekommen. Kurz im Shop überprüft, kann man so bestellen. Der Preis fürs gleiche Produkt 42,87 €. Die schwächste Zahl, leider nur 22 Verkäufe im Monat auf die 2 Varianten, aber 10,43 € Profit bei jedem Sale, 88,9% ROI. Deswegen wollte ich es unbedingt reinnehmen. Also du verkaufst nicht nur ein Produkt, sondern alle, die du findest und die Menge macht bei dir das Geld. Das hatte mir die KI auch als kleineren Deal angekündigt. Springen wir jetzt mal zu etwas, wo die KI gesagt hat, das ist ein großer Deal. Damit kommen wir zu diesem Bosch Display für E-Bikes. Das gibt es auf eBay für 74,99 €. So sieht's da aus. 165 wurden schon verkauft. Wir kommen ein bisschen spät, es sind nur noch 6 verfügbar. Denn auf Amazon kostet das gleiche Produkt 154,95 €. Das bedeutet für uns 40,28 € verdienen bei jedem Sale, 53% ROI, wenn wir alles abverkauft bekommen. Sehr gut, 18 Sales im Monat. Mit der KI als Unterstützung hat das schon sehr interessant funktioniert. Ich musste aber auch den Prompt ein paar Mal anpassen, bis ich vorangekommen bin. Aber dann kann die KI so eine lange Tabelle in Sekunden verarbeiten. Wir können 6 Stück davon kaufen und haben dann schon die ersten 240 € Profit eingesammelt. Und so geht es weiter zu jedem Deal. Machen wir also mal einen Reality-Check an der Stelle. Edge löst nicht alles. Edge macht deine komplette Arbeit nicht einfach so auf Knopfdruck. Preise ändern sich teilweise alle Minuten. Idealo hat manchmal Katalogfehler. Bei Amazon kann es die falsche Variante sein. Solche letzten Dinge wie ERN checken, Varianten, Angebotspreis und die Konkurrenz, das ist zum Schluss immer deine Prüfung. Aber du startest nicht bei Null. Edge ist einfach so eine Datenbank für profitable Deals. Du schaust nach den profitabelsten Deals von denen, was dir Edge jetzt schon... Wenn du dich also fragst, brauche ich sowas oder brauche ich es nicht, ist ganz einfach. Also wenn du merkst, dass du am Tag dein Einkaufsbudget nicht ausgeben kannst mit deiner bisherigen Suche, dann wird es Zeit, sowas ausprobieren. Wenn du dir Edge genauer angucken möchtest, Link findest du unter dem Video, edgejetzt.de ist automatisch ein Rabattlink. Ich glaube sowas 20%, schau selber nach. Mit dem Team haben wir schon einen super Kontakt. Die Teilnehmer bei mir im Training lieben es. Also kurz gesagt, jeder von euch weiß selber, wann es soweit ist. Wir haben heute eigentlich nur über Einkaufen gesprochen, aber Reselling ist ja ein Kreislauf. Den stoßt du aber an mit dem Einkaufen. Deswegen ist das für uns so wichtig.
Du packst dein Geld in die Ware, du schickst deine Ware zu Amazon, dort wird es verkauft und das Ziel ist, mehr Geld machen, du hast jetzt wieder mehr Geld zur Verfügung und jetzt geht der Kreislauf los, womit? Mit dem Einkaufen. Und je schneller du mit dem Einkaufen bist, je mehr Ware, je mehr Deals du findest, je erfolgreicher wirst du in diesem Business. Die Anfänger von euch haben wahrscheinlich Stress, überhaupt einen Deal zu finden, den sie kaufen können. Die Fortgeschrittenen, die haben Stress, ihr Geld jeden Monat auszugeben und darum ging es hier in diesem Video. Edge mache ich buchstäblich morgens nach dem Frühstück auf und checke, welche Deals mir heute reingeflattert sind. Hier ist mein Fazit aus dem Video. Anfänger sollten nach wie vor erlernen, solche Deals erst per Hand zu finden. Wenn du sowas jetzt bereits kannst, dann kannst du nämlich auch die Deals, die dir Edge als Gelegenheiten anzeigt, ganz klar bewerten und Sekunden sehen, das hier sind die besten Käufe, die ich heute angezeigt bekomme. Wer monatlich Richtung 10.000 Euro und deutlich drüber einkauft, wird seine Zeit mit so einem Tool massiv verkürzen. Der Test mit der KI hat mir am Ende wirklich geholfen, direkt als erstes die eindeutigen Gewinner zu sehen. Aber einkaufen musst du wirklich wie ein Händler, nicht einfach nur wie eine Tabelle. Also sag mir auch, wie fandest du das Video heute? Wollen wir mehr mit Edge machen? Weil das Tool kann noch viel, viel mehr. Da habe ich Stunden in meinem Training, die Teilnehmer, die lieben's. Und eine Idee war zum Beispiel im Großhandel einzukaufen. Dafür ist das Tool auch sehr, sehr beliebt. Schreib's mir in die Kommentare. Jedenfalls viel Erfolg beim Verkaufen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.